Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste der Ludwig-Maximilians-Universität, ich darf Sie auch heute Abend wieder ganz herzlich begrüßen. Heute Abend schon zur dritten Folge unserer KI-Lectures. Und neben mir darf ich ganz herzlich begrüßen unsere heutige Referentin, Frau Professor Dr. Frauke Kräuter. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie da sind. Bevor ich Sie unserem Publikum etwas näher vorstelle, gibt es ja immer einen kleinen Vorspann. In diesem Vorspann sage ich etwas zur Konzeption und zur Organisation unserer Vorlesung und unserer Vorlesungsreihe. Ich sage zunächst immer etwas Konzeptionelles, aber genau diese Reihenfolge will ich heute mal umdrehen. Ich sage zunächst etwas Organisatorisches, weil mir das sehr wichtig ist. Ich sage etwas zu Corona. Ich habe das auch bei den vergangenen Vorlesungen gesagt und will das jetzt aber heute, da die Lage doch wesentlich schlimmer geworden ist, ganz an den Anfang stellen. Corona stellt eine große Herausforderung für die Universitäten dar, stellt gerade jetzt eine große Herausforderung für die Universitäten dar, wo sich in diesen Tagen angesichts der verschlimmernden Pandemie sich entscheidet, ob wir tatsächlich Präsenz noch ermöglichen können. Und Präsenz ist für uns Universitäten lebenswichtig. Das macht uns aus. So agieren wir miteinander. In der Präsenz tauschen wir uns aus, wir streiten miteinander, wir kommunizieren miteinander, wir tauschen unsere Argumente aus. Und wir hoffen, dass wir diese Präsenz aufrechterhalten können, wenn wir verantwortungsvoll mit allen Corona-Regeln umgehen. Auch hier im Studio gehen wir mit den Corona-Regeln verantwortungsvoll um. Diese Veranstaltung findet unter den vorgegebenen rechtlichen Maßgaben statt. Es gilt die 3G-Regel. De facto ist es so, dass im Studio jetzt gerade die 1G-Regel gilt. Wir alle hier im Studio sind geimpft. Wir alle haben auch immer die Maske und wir haben die Maske auf. Nur wir beide hier, unser Gast, Frau Professor Kräuter und ich, wir dürfen die Maske absetzen, solange wir hier am Pult mit genügendem Abstand zwischen uns beiden und auch Abstand zum Publikum selbstverständlich und zu dem Team, das uns hier begleitet, stehen, dürfen wir ohne Maske sprechen. Ansonsten sprechen wir mit Maske. Das Studio wird permanent gelüftet. Ich entschuldige mich auch gleich, falls von draußen Geräusche eindringen. Aber Lüftung ist wichtiger als die geräuschlose Atmosphäre. Also wie gesagt, das ist uns in der Tat wirklich sehr wichtig und das will ich Ihnen zunächst signalisieren. Ja, ich habe gesagt, wir sind schon in der dritten Folge unserer KI-Lectures und wenn man 3 Folgen hat, dann hat man schon eine kleine Tradition. Wir haben begonnen mit einem Vortrag aus der Mathematik, Informatik, also ganz grundlegend zum Thema KI. Wir sind dann vor 2 Wochen zu einem ersten Anwendungsfall aus der Medizin übergegangen und wechseln jetzt zu den, ich darf so sagen, im weitesten Sinne Sozialwissenschaften. Daran können Sie eine grundlegende Idee unserer KI-Lecture schon erkennen. Wir wollen dieses hochbrisante gesellschaftliche Thema repräsentativ Ihnen vorstellen, repräsentativ für die Breite, in der sich eine Volluniversität wie die Ludwig-Maximilians-Universität mit diesem Thema auseinandersetzt. Das sind in der Tat unsere Kriterien, dieses Fächerspektrum in Ausschnitten zu zeigen, die wissenschaftliche Brisanz dieses Themas zu zeigen und gleichzeitig auch die gesellschaftliche Bedeutung zu zeigen. Alles unter der Maßgabe der Frage, was kann die Ludwig-Maximilians-Universität in ihrer Breite zu diesem Thema beitragen. Ja, und dann hören wir heute einen interessanten Vortrag, ich bin mir sicher und ich bin auch schon sehr gespannt. Ich bin auch schon deswegen so sehr gespannt, weil ich mich gar nicht beruhigen kann über Ihren Titel, seit ich ihn kenne. Wer entscheidet, was zählt? Also ein wunderbarer Titel. Gerade für mich als Germanist ist diese sprachliche Qualität, die sich in diesem Titel ausdrückt, natürlich fundamental. Hinten steht das Verb zählen. Es hat im Deutschen eine Doppelbedeutung. Einerseits das Quantitative, aber andererseits auch das Qualitative. Zählen, die Zahlen, aber auch zählen im Sinne von Bedeutung haben, wichtig sein. Und dann vorne der Begriff der Entscheidung. Ein Begriff, der ja auch in vielen Wissenschaften eine ganz große Rolle spielte, in der Sozialwissenschaft, in der Soziologie beispielsweise, in der Politikwissenschaft.
in der Philosophie, aber auch in den Kulturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Ja, also ich bin in der Tat wirklich sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Und Sie, liebe Zuschauer, dürfen auch sehr gespannt sein. Und Sie dürfen nicht nur gespannt sein, ich hoffe auch, dass Sie wie in jeder Folge unserer KI-Lectures auch rege daran teilnehmen, indem Sie Fragen stellen. Dazu haben Sie die Möglichkeit, bei Ihrem Fenster mit der Funktion Fragen und Antworten mit uns in Kontakt zu treten. Ja, für diejenigen, die das letzte Mal vor 2 Wochen dabei waren, ich konnte eine ganze Reihe von Fragen dann nicht mehr an unseren Referenten übermitteln, weil die Zeit einfach zu knapp war und die Fragen relativ spät kamen. Also wenn sich bei Ihnen so eine Frage herausbildet, stellen Sie sie früh. Je früher Sie sie stellen, umso größer die Chance, dass wir sie weitervermitteln können und dass wir sie in der Zeit, die uns gegeben ist, auch hier im Rahmen dieser Vorlesung diskutieren können. Ja, und das gilt natürlich für heute und nur für heute. Live ist live, also am Dienstagabend können Sie mit uns diskutieren. Aber wenn Sie eine Live-Sendung verpassen, ist es in der Tat nicht ganz so schlimm. Sie können diese Sendungen dann immer mit einer Verzögerung von ungefähr einer Woche auf dem YouTube-Channel der LMU noch einmal sich anschauen. Ja, und so gestalten wir diese Vorlesungsreihe heute mit der 3. Folge. Und die Vorlesungsreihe zieht sich über das gesamte Wintersemester hin. Bis zum 8. Februar im nächsten Jahr werden wir diese interdisziplinäre Reihe, die wir heute mit den Sozialwissenschaften weitertreiben, insgesamt entfalten. Ja, und jetzt freue ich mich wirklich auf Ihren Vortrag mit dem wunderschönen Titel „Wer entscheidet, was zählt?“ Vielen Dank für die Einladung. Ja, Frau Professor Dr. Frauke Kreuter ist Inhaberin des Lehrstuhls für Statistik und Data Science in den Sozial- und Humanwissenschaften bei uns an der Ludwig-Maximilians-Universität und sie ist Co-Direktorin des Data Science Center an der University of Maryland und an der Universität Mannheim. Frau Professor Dr. Frauke Kreuter leitet außerdem das Kompetenzzentrum Empirische Methoden am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Frau Kreuter promovierte im Jahr 2001 in Methoden der empirischen Sozialforschung an der Universität Konstanz und sie war zwischen 2001 und 2004 Postdoc und Adjunct Professor im Statistikdepartment der University of California, Los Angeles. Und seit 2004 ist sie auch Fakultätsmitglied im Joint Program im Survey Methodology der University of Maryland. Sie haben also wirklich einen fantastischen Lebenslauf, in dem sich auch so diese beiden Kulturen, auch Sprachkulturen des Deutschen und des Englisch-Amerikanischen vermischen. Von 2010 bis 2014 forschte sie bereits als Professorin am Institut für Statistik der LMU, bevor sie dann eben 2014 an ihre ursprüngliche Alma Mater in Mannheim berufen wurde, von wo aus sie auch den Stellensplit dann mit der University of Maryland und dem IAB weiterführte, also in Partnerschaft beider Universitäten, auch mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Da haben sie auch den ersten vollständig online durchgeführten Masterstudiengang in Survey and Data Science aufgebaut, also lange vor Corona. Und nach einem Jahr in Kalifornien mit Forschungsaufenthalten bei Facebook, in Stanford und an der University of California in Berkeley, wechselte sie dann im vergangenen Jahr wieder schließlich zurück an die Ludwig-Maximilians-Universität. Oder man muss eigentlich sagen, die Ludwig-Maximilians-Universität hat es geschafft, sie wieder zu gewinnen. Frauke Kreuter gehört dem wissenschaftlichen Beirat von Statistics Sweden an und ist Mitglied im Technical Advisory Board des US Bureau of Labor Statistics sowie in den wissenschaftlichen Gremien der deutschen Albus-Erhebung und des amerikanischen General Social Survey. Ja, eine wirklich beeindruckende Lebensleistung. Aber nun gebe ich endgültig das Wort an Sie. Vielen Dank, Herr Jahus. Gar kein Problem. Und nicht nur die Corona-Lage ändert sich schnell, sondern auch die Affiliation bei mir.
am IAB bin ich leider schon nicht mehr. Da habe ich es verpasst, hier noch ein Update zu schicken. Aber jetzt können wir mit der Lecture für heute starten. Vielen Dank. Ich habe gedacht, ich fokussiere mich hier auf 3 Aspekte, die von Interesse sein können für all diejenigen, die aus den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften kommen oder sich fragen, wie KI in diesen Wissenschaftsgebieten eine Rolle spielt. Und der erste Baustein hier sind 2 Punkte, die ich gerne ganz explizit betonen möchte. Wir haben, wie Herr Jahres gerade sagte, vor 2 Wochen in der letzten Folge eine Anwendung gesehen, wie KI den Werkzeugkasten der Medizin erweitert. Und das Gleiche gilt auch für den Werkzeugkasten der Wirtschaft- und Sozialwissenschaftlerinnen oder des gesamten Fachgebietes. Aber anders als in der Medizin, zumindest noch, ist es auch so, dass der Einsatz von KI in der Gesellschaft und den Entscheidungen, die in der Gesellschaft getroffen werden, tatsächlich auch das Phänomen verändern, das wir untersuchen und sozusagen der Gegenstand selbst mitunter ein anderer sein kann oder werden wird, als wir das in der Vergangenheit hatten und auch einige, wie soll ich sagen, Gefahren, Risiken, Entscheidungen mit sich bringt, bei denen die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften eine große Rolle haben. Nämlich die Prozesse aufzudecken, zu verstehen, möglicherweise normativ mitzuentscheiden, was zählen soll und nicht nur im Sinne von, welche Prioritäten gesetzt werden, sondern tatsächlich auch, welche Daten verwendet werden. Im letzten Block werde ich mich deshalb auch ein bisschen äußern zu Infrastruktur-Settings, die notwendig sind und einer möglichen Reform des Datenschutzrechts, das wir hier haben. Ich bin keine Juristin und werde auch Abstand davon nehmen, hier konkrete Vorschläge für Gesetzesänderungen zu tun, aber zumindest mal ein paar Gedanken in diese Richtung formulieren. Gut. Dann starten wir mit den Beispielen aus dem erweiterten Werkzeugkasten. Ich gehe hier ganz zurück in die 30er Jahre. Da gab es eine Studie, die zumindest im deutschen Sprachraum vielen Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlern geläufig ist. Die Marienthal-Studie, das war eine Untersuchung, die Maria Jahoda und Paul Lazarsfeld in einem Ort in Österreich über mehrere Monate hinweg durchgeführt haben, nach einer großen Welle von Massenentlassungen. Der Hauptarbeitgeber in dieser Stadt hat zugemacht und man hat die Gelegenheit genutzt, zu schauen, was passiert mit den Tagesstrukturen, was passiert mit den Leuten und was sind die Konsequenzen für die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Es gibt das Ganze auch als Film mit dem Satz, der sich so als catchy Phrase hier durchgesetzt hat und plötzlich war es Mittag. Der Hinweis darauf, dass eben durch Arbeitslosigkeit durchaus man einen Verlust der Tagesstruktur beobachten kann, was, wenn das zu lange andauert, auch wirklich dann den Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt erschwert. Diese Studie, warum mache ich das so ausführlich, war unglaublich reich an Daten, aber Daten anderer Art, Beobachtungsdaten. Das Team an Wissenschaftlern fuhr dorthin und hat minutiös beobachtet, aufgeschrieben, was passiert über einen langen Zeitraum hinweg. Aber eben nur für diesen einen Fall. Ja? Also Datenfülle und ein Beispiel. Und in den folgenden Jahrzehnten haben wir andere Arten von Datenerhebungen gesehen, wachsen sehen und mit wirklich fantastischen Instrumenten, Langzeitstudien wie das sozioökonomische Panel oder SHARE hier vom MPI in München betrieben oder HILDA, andere europäische Länder ebenfalls Studien, Langzeitstudien dieser Art durchführen, die häufig einmal im Jahr Haushalte besuchen und nach den Gegebenheiten dort fragen, ob das solche sind in Beschäftigung oder in Arbeitslosigkeit, hängt dann vom Thema der Studie ab. Aber mit einem standardisierten Fragebogen es ermöglichen, von vielen Leuten Informationen zu bekommen und von daher nicht so einen Fallstudiencharakter haben, sondern generalisierbarer. Und jetzt im letzten Jahrzehnt beobachten wir etwas, das durch die Computer und Sensoren, die wir mit uns herumtragen,
man in interessanter Weise beides kombinieren kann. Hier in Deutschland hat das IAB Aufsehen erregt, also im positiven Sinne innerhalb der Wissenschaftsgemeinschaft, durch eine Pilotstudie, bei der versucht wurde, die reichhaltige Beobachtungsfülle durch die Sensorik im Telefon zu verbinden mit Befragungsdaten, wie man sie traditionell kennt. Was meine ich mit Sensorik? Digitale Datenspuren werden hinterlassen von unseren Handys, ob wir es wollen oder nicht. Gut, wenn wir es gar nicht wollen, kann man sie natürlich einfach nicht mit sich herumtragen. Aber wenn man sie mit sich herumträgt, dann ist es schon so, dass einiges dort eingebaut ist, was Auskunft darüber gibt, wie man sich bewegt, wo man sich befindet und möglicherweise auch, was in der eigenen Umgebung passiert. Sprich, über Bluetooth oder NFC die Präsenz anderer Geräte mitmessbar sind. Ja. Das sind nicht die einzigen Sensoren, die man oder die einzigen Signale, die man über ein Handy bekommen kann. Wir haben hier an der LMU verschiedene Teams, die sich damit beschäftigen, was kann man aus dieser Datenfülle lernen, unter anderem auch der Nutzung von Apps auf den Handys. Sprich, ich habe hier ein Beispiel mitgebracht. Sie sehen 3 Blöcke an Daten. In jedem Block sind jeweils 10 Personen abgebildet mit der Häufigkeit einer App-Öffnung und Schließung über den vollen Tagesverlauf, also 24 Stunden. Die unterschiedlichen Farben sind Farbkodierungen für die Typen von Apps, die verwendet wurden. Und aufgeteilt sind die befragten Gruppen in 3 Teile, die Vollzeit, Teilzeit und Nicht-Erwerbstätigen. Wir hatten vor 5 Jahren, oder 6 Jahre ist es jetzt schon her, in einem gemeinsamen Hackathon der Uni Mannheim und der LMU diverse Teams und unter anderem ein Team von Soziologen, die diese Daten ausgewertet haben und sich mal angeschaut haben, sieht man denn Unterschiede in der Nutzung zum Beispiel von E-Mails oder Entertainment-Apps. Und für mich als Arbeitgeberin in bestimmten Kontexten war es dann schon ein Schmunzler wert zu sehen, wie wenig sich eigentlich die 3 Gruppen in der Nutzung der Entertainment-Apps über den Tagesverlauf hinweg unterscheiden. Ja. Aber dieses Spielzeugbeispiel hier ist nur eines, das sich ganz gut eignet, diese Art von Datentypen mal zu zeigen. Diese digitalen Datenspuren werden mittlerweile häufig eingesetzt, um den Zustand der Gesellschaft zu beschreiben. Wir haben zum Beispiel das Statistische Büro der Niederlande, die Handydaten nutzen oder Daten von Telekommunikationsanbietern nutzen, um Bewegungen also Mobilitätsverhalten zwischen dem Arbeitsplatz und zu Hause zu protokollieren, festzustellen, zu analysieren, sozusagen die Verkehrsstatistik damit anzureichern. Wir sehen andere Signale auch, die in neuer Form den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zukommen im Big Data-Kontext, wie Satellitenbilder, die mittlerweile recht häufig und erfolgreich schon verwendet werden, um Armutsquoten oder ökonomische Aktivitäten in bestimmten Ländern oder global auch zu untersuchen. Hier jetzt für mich aufgelistet, alle sozusagen mit dem Hinblick auf die Sustainable Development Goals, aber das sind natürlich nur ein paar Beispiele. Zu den Big Data Quellen gehört bei vielen in der gedanklichen Konzeption auch Daten, die aus administrativen Prozessen entstehen. Unsere Kollegen in Nürnberg am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung haben seit Jahrzehnten schon Daten der sozialversicherungspflichtigen Meldungen, die sie nutzen für die Forschung. Und auch die Schweizer Kollegen, die hier vor kurzem dieses Papier veröffentlicht haben und gezeigt haben, dass sozusagen simuliert. Ja, das ist eine interessante Anwendung von KI, weil hier untersucht wurde, in der Nutzung von KI, Methodologie und Big Data wären die Arbeitsmarktintegrationschancen von Migranten nicht höher, wenn man die Zuweisung zu den Ortschaften, an denen die Migranten leben sollen oder sich ein Leben aufbauen können, algorithmisch steuert und sozusagen optimiert für Arbeitsmarktintegrationschancen. Ja, also dies alles Anwendungen. Der letzte Anwendungsfall ist dann auch schon die Brücke hinweg von der Beschreibung und sozusagen ein zusätzliches Tool in den Wissenschaften, wie wir sie bisher betrieben haben, zu einer Veränderung des Gegenstands dessen, womit wir uns beschäftigen.
Was meine ich damit? Wir haben zunehmend und aus gutem Grund in der Digitalisierungsstrategie und anderen Kontexten einen Push, KI einzusetzen in Entscheidungen, die das gesellschaftliche Leben betreffen. Ja, und das ist nicht nur am Arbeitsmarkt werden Arbeitsplätze ersetzt durch KI, sondern auch zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung. Es gibt dieses wirklich hübsche Broschüre oder Buch, das Kompetenzzentrum für öffentliche IT und der iRights Lab, die aufgelistet haben eine Serie von Modellprojekten, wie sie in der öffentlichen Verwaltung derzeit stattfinden oder in Planung sind. Und gruppiert nach diesen 5 Zielen, die Sie hier sehen. Ja? Hilfe bei der Planung, zum Beispiel dieses Migrationsbeispiel könnte da hineinfallen, aber auch eine Entlastung der Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung. Die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit oder an der Zusammenarbeit, die Familienkasse hat nutzt das zum Beispiel mittlerweile sehr erfolgreich, um anstatt Studierende aus der Umgebung, zum Beispiel der LMU, im Sommer einzustellen oder übers Jahr hinweg, um Studienbescheinigungen zu prüfen, die hochgeladen werden und auf ihre Validität hin zu prüfen, kann man natürlich, wie wir das in der Vorlesung von Frau Coutinhoc, der ersten Vorlesung gehört hatten, die reichhaltige Potenziale von KI bei der Bildbearbeitung, Bildverarbeitung nutzen und automatisch erkennen lassen, ob es sich hier um eine gültige Studienbescheinigung handelt oder nicht. Das heißt, hier werden sozusagen echte Assistenten produziert und man kann natürlich auch schon mal sich überlegen, sozusagen, funktioniert das in allen Fällen gut oder gleich gut? Wir kommen dazu gleich noch mal zu sprechen. Es gibt aber auch Settings, in denen KI tatsächlich genutzt wird, um Entscheidungen vorzubereiten, wie Sie vorhin auf der Folie gesehen haben, oder gar durchzuführen. Ich habe Ihnen mitgebracht aus dem Arbeitsmarktkontext 2 Beispiele. Das spreche ich zunächst mal über die Jobbörsen. Ja, wenn wir uns den Arbeitsmarkt anschauen oder überlegen, gibt ja einiges an Jobbörsen, private Firmen oder auch von Behörden zur Verfügung gestellte. Und die alle haben natürlich das Bedürfnis, einen möglichst guten Match zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern herzustellen und die Suche möglichst so zu unterstützen, dass man schnell zu dem richtigen Job oder zu dem richtigen Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin kommt. Ja. Und hier ist es in der Tat so, dass man durchaus beobachten kann, erst vor kurzem veröffentlicht vom Kollegen Hangartner in der Schweiz, dass die Kontaktierungsrate, wenn das Menschen sind, möglicherweise zu Verzerrungen führt, die man nicht will oder gar Diskriminierung führen könnte. Und man sich schon überlegen kann, wäre hier nicht sozusagen eine KI-gestützte, automatisierte Vorbereitung oder gar Entscheidung hilfreich. Immer mit der Hoffnung, dass man diejenigen, also die guten, aufmerksamen Beobachter, Entscheider unterstützt oder skalieren kann. Ja? Also wir alle sind ja ab und zu dann auch mal ein bisschen müde am Ende vom Tag oder unterliegen irgendwelchen Heuristiken bei Entscheidungen, was man gut findet, was man für erfolgsträchtig sieht. Und sowas auszugleichen und auszumerzen, ist durchaus eine Motivation zu sagen, hier, man nutzt KI, um Entscheidungen zu unterstützen. Das wird oder diskutiert und passiert im Kontext von Jobcentern. Die österreichischen Kollegen sind hier zumindest im deutschen Sprachraum vorgeprescht, würde ich sagen. Und auch mit der Ziel, ja, sozusagen, eine Verbesserung herzustellen. Und zwar in einem Kontext, und das ist mir ganz wichtig, dass das klar ist, was ist hier das Problem, was man versucht zu lösen. Es gibt ja bestimmte Maßnahmen, zum Beispiel Hilfestellung bei der Wiedereingliederung in das Arbeitsleben oder Zugang zu Weiterbildungsmaßnahmen, bei denen die Ressource, die da verteilt wird, knapp ist. Ja, das heißt, nicht alle können dieses Angebot nutzen und es wäre ökonomisch nicht sinnvoll, Leute in Maßnahmen zu stecken, die ohnehin sich eingliedern können in den Arbeitsmarkt und das gar nicht brauchen. Ja? Oder solche, bei denen das gar nicht klappen kann, ja? Sondern
Wenn man hier durch Auswertung der Daten, die vorliegen, gut vorhersagen könnte, wer hat die besten Chancen, dann wäre das natürlich ein Kriterium, nach dem man vielleicht den Zugang zu diesen Maßnahmen steuern könnte oder sollte. Solche Ideen sind nicht neu, das wurde schon seit langem diskutiert, immer mit dem Verständnis, dass wenn das menschliche Entscheider sind, wir Subjektivitäten haben und ineffizient sein können. Ja? Das heißt, es kann wie bei dem Hochladen der Studienbescheinigungen für Kindergeldanforderungen und Ähnliches einfach zu Nadelöhren kommen, weil man gar nicht genug Leute hat, die das alles bearbeiten können. Ja? Das heißt, man versucht das zu vereinfachen. Wenn man jetzt mit einer simplen, regelbasierten Einschätzung arbeiten würde, dann kann das zwar effizienter erfolgen und weniger subjektiv, aber möglicherweise nicht so effektiv. Sprich, vielleicht fehlen dann doch die richtigen Hinweise oder Einschätzungen zu sagen, okay, in diesem Kontext ist aber diese Person vielleicht für diese Maßnahme doch geeignet und wir haben dabei einen guten Erfolg. Und so ist die Hoffnung, dass wenn man algorithmenbasierte Entscheidungen trifft oder Entscheidungen unterstützend mit einer Datenauswertung kreiert, dass diese Modelle dann helfen können, effizienter, effektiver und objektiver zu sein. Und das ist eigentlich schon eine Debatte, die es relativ lange gibt. Die ersten Ansätze in dieser Art sah man in den USA schon Ende der 90er Jahre. Der Grund, warum das jetzt noch mal so richtig aufflammt, die Ideen dafür, hatten wir ja schon in den vorangegangenen Lectures gehört, dass jetzt nicht nur genügend Daten, sondern auch genügend Rechenkapazität vorhanden ist und dass man dies auch sozusagen im laufenden Geschäft schnell tun kann und nicht vorab alles schon erledigt haben muss. Es gibt auch andere Anwendungsfelder, in denen diese Situation, die ich gerade beschrieben habe, mit der knappen Ressource, wo man helfen will, und die Frage ist, wie macht man die Allokation, nicht die Grundmotivation ist, sondern und auch nicht das Geschehen derart ist, dass man Hilfestellung bekommt, sondern wo es eher um Bestrafungen geht. Und da wird die Sache natürlich schon ein bisschen spannender. Im amerikanischen Justizsystem sind seit einigen vielen Jahren jetzt schon Systeme dieser Art im Einsatz. Auch hier die Hoffnung eigentlich, die Insassenrate herunterzubringen, sprich Leute auf Bewährungsstrafe zu setzen und Strafmaße zu verringern, wenn man davon ausgehen kann, dass die Person nicht rückfällig wird. Ja, das wäre im Idealfall. Und so etwas einzuschätzen ist natürlich nicht so einfach. Und nicht alle Richter machen das gleich gut oder alle Geschworenen. Und so hier auch die Hoffnung, dass man aus den historischen Daten lernen kann, sozusagen, wo ist das Risiko groß, wo ist das Risiko klein und insgesamt zu einer besseren Situation kommt. So die Hoffnung. Ja. Die Kritik daran oder die Risiken werden wir gleich noch besprechen. Aber zunächst mal möchte ich mit diesen 2, 3 Beispielen Ihnen klar machen, dass hier jetzt plötzlich ein neues Element hinzukommt, was dann gesellschaftliche Situationen verändert und damit für die Sozialwissenschaftler und die Wirtschaftswissenschaftler, ob man will oder nicht, ja, bedeutet, dass man sich damit auseinandersetzen muss, wie werden KI-Prozesse organisiert, was passiert da in diesen Algorithmen und wer entscheidet in diesen Prozessen. Wenn man sich ganz schematisch anguckt, wie Sozialwissenschaftler oft sagen, soziale Phänomene versuchen zu erklären oder zumindest bestimmte Teilrichtungen in den Sozialwissenschaften, dann hat man Phänomene auf der Makroebene, ja, und versucht sozusagen zu erklären, wie kommt man von Zustand 1 in Zustand 2. Und wenn man das mit einem sogenannten mikrofundierten Ansatz macht, ja, dann guckt man sich an, was sind die Akteure, die durch den Kontext beeinflusst werden, eine Entscheidung treffen und was ist der Aggregationsprozess, der uns alle dann zu dem Zustand 2 bringt, ja, also zeitlich nachgeordnet. Jetzt haben wir einen neuen Akteur, KI und Algorithmen, die den Entscheidungskontext verändern, die möglicherweise gar diejenigen sind, die entscheiden. Und das heißt,
ein neues Phänomen zu untersuchen, für die Sozialwissenschaften ist die Frage, was passiert hier und in welcher Form sind die integriert? Wo gehören die in dieses Schema hinein? Ja? Und welche zusätzlichen Dinge muss man da beachten? Da gibt es viel Arbeit für uns in der Zukunft. Und ich hoffe, dass einige der Studierenden, die hier zuhören, vielleicht Interesse finden, in die Richtung weiterzugehen. Vor allem auch, weil die Risiken durchaus, wie soll ich sagen, prägnant sind. Ja? Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, kann sich überlegen, dieses Buch einmal anzuschauen, Weapons of Mass Destruction. Die Kollegin Casey O'Neill hat das vor ein paar Jahren geschrieben. Sie selbst kommt auch aus der Mathematik, Informatik, aber hat Anwendungsbeispiele aus den Sozialwissenschaften genutzt oder auch Bildungswesen, bei denen KI-Systeme eingesetzt werden. Und all diese KI-Systeme können sehr gut funktionieren, aber je nachdem, wie sie gebaut sind, birgen sie Risiken. Zum Beispiel, wenn vor allem aus historischen Daten gelernt wird. Also eigentlich kann ja sowieso immer nur aus historischen Daten gelernt werden. Aber sozusagen die Frage ist, wie lang ist der Zeitraum, den man da anschaut und wie schnell ändert sich das, was unten drunter passiert. Ein Beispiel, was ich in dem Zusammenhang gerne mache, ist, in den meisten historischen Daten wird man als Kategorisierung von Geschlecht nur Männer und Frauen sehen, ja, oder männlich-weiblich. Und nicht divers. Ja? Das gab es früher als Kategorie in den administrativen Daten nicht. Das gab es als Phänomen, aber es gab es nicht in den Daten. Ja? Sprich, da kann man gar nichts für diese Subgruppen lernen aus den Daten. Das wird man in der Zukunft können, aber aus den historischen Daten eben viel weniger. Ja? Es gibt aber auch andere Dinge, andere Phänomene, die sich da verändern. Und vor allen Dingen ist dann eine große Debatte zum Beispiel in den USA bei dem Einsatz dieser KI-Algorithmen im Justizsystem. Die Frage, darf man hier Ethnie und Herkunft und Attribute wie Alter und Geschlecht überhaupt verwenden in den Modellen? Und die eine Fraktion sagt, darf man nicht, weil man darf nicht in der Weise diskriminieren oder eigentlich auch gesetzlich darf man das ja gar nicht anschauen. Aber andere sagen, man müsste es mit reinnehmen, damit man gucken kann, ob die Algorithmen für diese ganzen Subgruppen auch gleich gut funktionieren. Ja, das kann ja sein, dass die Modelle, weil die Datenlage unterschiedlich gut ist für die verschiedenen Gruppen, für die einen sehr gut funktionieren und die Vorhersage, ob man nochmal straffällig wird oder ob man bei der Jobqualifizierungsmaßnahme nun erfolgreich sein wird oder nicht, dass die da besonders gut funktionieren und für andere Gruppen nicht so gut funktionieren. Die Forschung mittlerweile ist weiter als dieses Buch, das ich hier aufgezeichnet habe und guckt sich das mittlerweile tatsächlich auch sehr genau an unter dem Stichwort Fairness in AI. Unter dem Stichwort hat auch der Bayerische Rundfunk vor nicht ganz kurzem, aber letztes Jahr, oder Anfang des Jahres, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das kam, entschuldigen die Kollegen, einen wirklich sehr, sehr netten Beitrag gehabt, der zeigt, wie bestimmte sogenannte Features, also was in einem Bild gezeigt wird, durchaus auch die Ergebnisse verändern können und haben das in dem Kontext von Jobinterviews getan. Also ist sicherlich ganz nett, da mal drauf zu gucken und ein bisschen Gespür dafür zu bekommen, wie Veränderungen oder wie sich das für Subgruppen auswirkt. Die Kollegen und Kolleginnen der Carnegie Mellon University haben sich das auch angeschaut für verschiedene Anwendungsbereiche. Hier ein Beispiel mitgebracht für die Kreditvergabe. Und was Sie hier sehen, abgetragen auf der Y-Achse ist sozusagen die Rate, mit der das akzeptiert wird, ja, ein Kredit vergeben werden kann. In jeder Spalte aufgezeigt Rate für Männer und Frauen. Und für manche Gruppen, also insgesamt sieht das noch einigermaßen okay aus, für diejenigen, die einen Schulabschluss, der einem Hauptschulabschluss entspricht oder niedriger ist, Highschool-Abschluss, genau, nicht Hauptschule, ich bin ja im englischen Kontext hier, Highschool-Abschluss oder niedriger betrifft, auch ähnlich. Aber wenn sozusagen weiterführende Bildung mit hinzugenommen wird und unterschieden wird nach Altersgruppen, dann sieht man, kann das durchaus sehr unterschiedliche Ergebnisse oder unterschiedliche Vorhersagegüte für Männer und Frauen haben.
vor allen Dingen auch abhängig davon, ob Variablen wie Familienstand oder afroamerikanische Herkunft mit in das Modell hineingenommen wird oder nicht. Ja. Was wird in die Modelle mit hineingenommen, ist auch genau die Frage, die wir eben als Sozialwissenschaftler immer wieder stellen müssen und sollen, denn letztlich liegen da auch normative Fragen zugrunde. Ja? Also was zählt im Sinne von, was sollte denn zählen, was ist denn wichtig? Ja? Die Fairnessforscher nutzen zunächst mal auch mathematisch ableitbare Kriterien. Sprich, jedes Mal, wenn ich so ein Modell mache, im ganz einfachen Fall, ja, kann ich ja sagen, okay, ich habe eine Vorhersage, ob etwas funktioniert oder nicht funktioniert. Ja, Integration in den Arbeitsmarkt wird funktionieren, wird nicht funktionieren. Und ich schaue mir dann hinterher den Zustand an oder eigentlich kennen wir ja so Matrizen jetzt in der Corona-Zeit aus der Beurteilung der Qualität von Tests. Ja? Also ich habe einen Test, der ist positiv und dann ist die Frage, bin ich tatsächlich auch an SARS-CoV-2 erkrankt? Dann wäre das ein sogenanntes richtig positiv. Bin ich das nicht, ist das ein falsch positiv und umgekehrt, wenn der Test nicht anschlägt, ich aber doch infiziert bin, dann wäre das ein falsch negativ beziehungsweise ein richtig negativ, wenn ich tatsächlich auch nicht erkrankt bin. Jetzt lassen sich, wenn ich mir Fairness anschauen will, zwischen diesen verschiedenen Subgruppen unterschiedlichste Maße bilden. Ja? Ich kann sagen, ich möchte, dass für Männer und Frauen und divers oder für die verschiedenen ethnischen Herkünfte oder verschiedene Altersgruppen, dass die Rate der falsch Positiven, also wenn ich mir anschaue, alle diejenigen, für die tatsächlich negativ sind, ja, dass sozusagen für die alle Subgruppen gleichermaßen viele falsch positiv geflaggt werden, ja, also vorhergesagt werden. Oder ich kann sagen, na, das ist mir gesellschaftlich wichtig, dass die falschen Negativraten gleich sind zwischen den Gruppen. Das ist eine Priorisierungsfrage. Da gibt es kein absolut Richtiges. Aber was man mathematisch zeigen kann, ist, dass man das nicht hinkriegen kann, es sei denn, alle sitzen auf der Diagonalen und es gibt eine perfekte Separierung und alle Gruppen sind gleich in dem Sinne, dass man es nicht hinkriegen kann, dass die Modelle für alle Subgruppen gleich gut sind auf all diesen Metriken. Das heißt, man muss Entscheidungen treffen. Ja? Und das ist was wir als Gesellschaft zusammen tun müssen. Und deswegen ist KI nicht irgendwas, was man sagt, das wird da drüben in der Mathematik und in der Informatik gemacht. Ja? Nehmen wir nur mal diese Ressourcenverteilung als ein Beispiel. Ja? Wir müssen als Gesellschaft entscheiden, wollen wir die Maßnahmen so verteilen, dass alle gleich gut versorgt sind? Oder wollen wir sie nur denen zukommen lassen, die in Sozialversicherungssysteme eingezahlt haben vorher? Sollen die Maßnahmen sich fokussieren auf diejenigen, deren Einkommen eine bestimmte Schwelle überschreitet oder nicht unterschreitet? Oder nur für die stark benachteiligten Gruppen? Oder sollen einfach alle die gleiche Chance haben, an so einer Maßnahme teilzunehmen? All dies sind Kriterien, die man anlegen kann, die auch in so Algorithmen hineingebacken werden können, ja? Die vielleicht auch aus den historischen Daten schon in dem Algorithmus hineingebacken sind, der verwendet wird, aber ohne einen Blick darauf und ohne ein Verständnis über die datengenerierenden Prozesse, ja, und eine Entscheidung darüber, welche Daten werden mit hineingenommen und aus welchem Grund, ja, also was zählt im Sinne von, was zählt quantitativ dafür, ist das Risiko da, dass wir Kontrolle verlieren über diese Entscheidungen oder das Ganze nicht in eine Richtung geht, wie wir das gerne wollen. Ich habe als Beispiel hier, in einem anderen Kontext, Ihnen mal ein kleines Video mitgebracht für ein Sensorik-Datensammlungssystem, ja, wie es die Stadt Boston getan hat, mit den Sensoren, die ich vorhin erwähnt habe.
Dieses Beispiel zeigt schön, dass eigentlich eine fantastische Idee. Ja? Viele Leute haben das Handy dabei und man sieht einen aufgerissenen Asphalt, der repariert werden muss und meldet das sozusagen automatisch. Aber wenn man ein bisschen zurücktritt und vor allem auch, wenn man als Sozialwissenschaftler sich anguckt, wie unterschiedlich sind eigentlich bestimmte Viertel in einer Stadt, kann man sich leicht überlegen, dass vielleicht nicht überall das gleiche Maß an Sensorikdaten liefert und man in der Smart City, die da kreiert wird, soziale Ungleichheiten vielleicht sogar verstärkt. Ja? Das ist jetzt vielleicht bei der Reparierung der Straßen nicht ganz so dramatisch, aber man kann sich das in anderen Kontexten vorstellen, ja? Dass die Daten, die da gesammelt werden, eben nicht genau das Abbild dessen sind, was man vielleicht braucht. Ich selbst habe das erfahren, weil ich mir ein paar Jahre lang immer den Spaß gemacht hatte auf Google Image Search, also wenn man bei Google in der Search-Zeile auf Bildersuche geht, den Term University Professor, das englische Suchwort für University Professor eingegeben habe. Ja? Geschlechterneutral im Englischen, hat das aber immer etwa dieses Set an Bildern hier produziert. Ja? Und auch wenn natürlich das schon so ist, dass historisch die Professoren überwiegend männlich sind, war das doch überwiegend sehr männlich, muss ich sagen. Ja? Ist aber ein Abbild dessen, was ich sehe oder dessen, was an Daten, Bildern nun mal zur Verfügung stand. Und dann war etwas Interessantes, ich habe einen Vortrag gehalten und jemand im Publikum sagte, na, das stimmt doch gar nicht, wenn ich das mache, sieht das ganz anders aus. Und dann war das tatsächlich so, ja. 0,nix sah das ganz anders aus. Was ist da passiert? Da wurde unten drunter der Algorithmus verändert und ich habe mit dem Team, das bei Google daran gearbeitet hat, auch gesprochen. Die wollten bewusst solche, in Anführungszeichen, Diskriminierungen reparieren und haben hier, das sieht man in etwa schemenhaft, jetzt eine schöne paritätische Besetzung der Professorenbelegschaft hingekriegt, was aber auch kein Abbild der Realität ist, zumindest nicht in den Unis leider, die mir so bekannt sind. Ja? Wir bewegen uns dahin, aber es ist noch ein bisschen hin, ja, würde ich sagen. Also da ist Google Image Search im Moment uns etwas voraus. Ja? Aber auch hier, ich meine, bei Geschlechterparitäten kann man das relativ einfach noch sehen und wie gesagt, schwieriger, wenn wir divers mit hinzunehmen. Aber es gibt andere gesellschaftliche Prozesse, wo es vielleicht nicht ganz so klar ist auf den ersten Blick, ja, hat sich da was getan. Das heißt, man muss sich, egal woher die Daten kommen, immer fragen, von wem sind sie da drin, ja, und von wem fehlen die Daten, wen haben wir nicht erfasst, ja, und wie kann man in dem bestehenden Datenerhebungssystem vielleicht die ganze Geschichte so ändern, dass man Informationen mitsammelt über diejenigen, die fehlen. Ja, ein Beispiel hier, bei Befragungen könnte man, gehen wir mal zurück auf den Covid-Kontext, nicht nur fragen, ob man selbst Symptome hat, sondern ob man jemanden kennt im unmittelbaren Umfeld, der Symptome hat. Und damit Leute erfassen, die vielleicht durch die Erhebung nicht erfasst werden würden. Ja, wir haben das in erfolgreicher Anwendung gesehen bei einer globalen Datenerhebung im Covid-Kontext über Covid-like Illnesses. Sie sehen das hier als CLI-Format, gerade erschienen als Preprint. Und dem starken zusätzlichen Signal, wenn man in dieser Befragung diese Erfassung des unmittelbaren Nahraums mit einnimmt, dass man das sieht man hier nicht, das ist so klein, ja, für alle Länder dieser Welt, oder zumindest sehr viele, in denen diese Datenerhebung stattfand, dass man hier durchaus gute Vorhersagen treffen konnte für das, was dann hinterher als Testzahlen und Zahlen aus den Krankenhäusern kam. Ja, also in der Weise zu fragen geht aber nur, wenn man eine Vorstellung darüber hat, wie setzen sich die Daten zusammen, wer trägt dazu bei, dass wir diese Daten haben und wer fehlt uns. Das bringt mich zum Datenschutz und dem letzten Teil hier, der, keine Sorge, etwas knapper ausfällt als die anderen zwei. Und der Frage sozusagen, wie kriegen wir die richtige Balance hin zwischen Datenschutz und Datennutzung? Wir haben in diesem Jahr ein wunderbar neues Dokument und Webseiten von der Bundesregierung bekommen über die Digitalisierungsstrategie und das erklärte Ziel, dass der moderne Staat alle Verwaltungsleistungen in Zukunft digital haben wird. Das heißt, wir haben
die Fülle der Daten, die uns zur Verfügung stehen wird nur noch anwachsen. Ja? Also das wird es viele, viele zusätzliche Signale geben. Und man kann natürlich sagen, okay, da wird man ein bisschen nervös, ja, was das bedeutet und will man, dass diese Daten so verwendet werden. Wer sich anschauen möchte, wie das in anderen Ländern gehandelt wird, das US-Census-Büro hat gerade mit einem Riesenaufwand seine eigene Geschichte zum Datenschutz ein bisschen aufgearbeitet und erklärt, weil sie für den letzten Census sehr massiv Vorreiter geworden sind im Datenschutz, in der Hinsicht, dass sie Verfahren anwenden, die auf die Zensusdaten, die herausgegeben werden, immer einen Zufallsfehler drauf addieren, sodass die Daten, wie sie gesammelt wurden, in der Form nicht weiter zur Verfügung stehen. Ob das gut ist oder schlecht ist, ist im Moment noch Teil der Debatte. Ja, es schützt auf jeden Fall die Daten besser, aber Nutzer der Daten sorgen sich, dass man hier vielleicht den Schutz vor den Nutzen stellt. Und wichtig, und das ist sozusagen mein Plädoyer an diejenigen, die sich in diesem Themenbereich herumtreiben, ja, sprich Datenschutzgesetzgebung oder ethische Regeln und Prinzipien. Man muss sich überlegen, was passt wann. Ja? Wenn ich meine Füße schützen will, wenn ich wandern gehe, dann habe ich Wanderstiefel an. Wie ich leidlich feststellen musste, wenn man Wanderstiefel letzte Woche, wenn man Wanderstiefel im Bad anzieht, dann geht das zwar auch, wenn sie wasserfest sind, aber man kann dann das Watt hinterher nicht mehr von loskriegen. Ja? Sondern Gummistiefel wären da viel besser. Ja? Also das ist ein Schutz in beiden Kontexten, der Füße in dem Fall, aber nicht unbedingt mit dem Nutzen, den man sich da erhofft. Und die Philosophin und Informationswissenschaftlerin Helen Nissenbaum hat das schön zusammengefasst in einem weiteren für den Weihnachtsbaum geeigneten Buch Privacy in Kontext, wo hier ganz stark dafür plädiert wird, dass man sich die ganze Datenschutzproblematik anschauen muss im Kontext. Es gibt nicht ein Datentyp, der immer gleich geschützt werden muss oder immer gleich genutzt werden darf, sondern es hängt vom Kontext ab. Und wir als Individuen sind wahrscheinlich damit ohnehin dann überfordert, das auch immer entscheiden zu müssen. Aber man kann davon ausgehen, dass es durchaus einen gesellschaftlichen Konsens gibt, dass in bestimmten Kontexten für bestimmte Zwecke Daten auch genutzt werden sollen. Sie sehen hier rechts eine Grafik einer Studie, die wir wirklich fast zufällig in 2019 durchgeführt hatten. Noch lang vor der Pandemie hatten wir gefragt, ob die deutsche Bevölkerung, Personen aus der deutschen Bevölkerung bereit sind, dass ihre Gesundheitsdaten verwendet werden für die Eindämmung einer Pandemie. Und da am Anfang, das sind hier diese gelben Säulen, ja, gab es doch große Vorbehalte, zumindest einige, die dann während der Pandemie, haben wir das wiederholt, das ganz anders gesehen haben. Also hier verändern sich Einstellungen ganz klar mit dem Kontext und in dem Sinne könnte man sagen, ist vielleicht dieses globale Behandeln des Datenschutzes, wie wir das bisher getan haben, nicht unbedingt die beste Strategie. Und vielleicht gibt es auch andere Strategien, nämlich eines verantwortungsvollen Umgangs mit den Daten. Und an der Stelle zitiere ich gern Wolf Lotter, der so schön formuliert hat, Verantwortung ist Erwachsensein. Ja? Und im Kontext der Daten würde das für mich bedeuten, man kann Prinzipien nutzen wie die der 5 Safes, dass man sagt, okay, wenn es Projekte gibt, bei denen wir sicher sind, die sind sozusagen einem sinnvollen Zweck geschuldet. Ja? Wir haben Personen, die mit den Daten umgehen, die vorher entsprechend bekannt sind, ja? und die man auch zur Rechenschaft ziehen kann, wenn sie Datenmissbrauch begeben würde. Man hat ein sicheres Setting, man hat einen sicheren Export der Ergebnisse. Dann kann man auch sensible Daten durchaus nutzen, sowohl für die Forschung als auch für die Politikgestaltung. Wir haben das erfolgreich getan in den letzten Jahren im Kontext der Courage Initiative mit über 40 US-Behörden. Und wir sehen auch jetzt eine neue Entwicklung. Dieses Jahr hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft einen zusätzlichen Teil der nationalen Dateninfrastruktur bewilligt, die sich mit der Gestaltung von Plattformen für Daten der sozialen Wirtschaftswissenschaften beschäftigt und vor allem auch diese Art von unstrukturierten Daten. Was meine ich damit? In der Vergangenheit, und hier komme ich wieder auf die Entscheidungen zurück, hatten wir Settings, in denen wir Experimente durchgeführt haben oder Befragungsdaten gesammelt haben. Und viele der Entscheidungen fanden vorab statt.
und sind auch in entsprechenden, also mittlerweile ja, gibt es viele Repositorien, wo man vorher sagen kann, das ist das, was ich sammeln werde, hier ist meine Hypothese, das möchte ich prüfen, ja, diese Entwicklungen gibt es. Dann nachdem die Daten gesammelt sind, immer noch viel Arbeit, aber vergleichsweise wenig Entscheidungen zu treffen. Wenn wir mit diesen digitalen Datenströmen, Stichwort Big Data, zu tun haben und das aufbereiten, dann ist es deutlich einfacher, diese Daten zu sammeln. Nicht alle, aber viele. Ja. Es gibt Text und Sprache überall, es gibt Bilder an vielen Stellen, es gibt IoT-Devices, die digitale Datenspuren hinterlassen. Aber die Aufbereitung dieser Daten, die Entscheidung darüber, welches Signal fasst man wie zusammen, nutzt man in den Modellen, das ist ein Riesenaufwand und viele, viele Entscheidungen sind notwendig. Möglicherweise auch notwendig, diese beiden Datentypen zu kombinieren. Aber was man auf jeden Fall braucht, ist eine Plattform, auf der diese Entscheidungen dann auch transparent sind und nachvollziehbar sind und sagen, für wissenschaftliche Zwecke nachnutzbar sind, aber auch bei Politikentscheidungen dann sozusagen begründbar sind. Diese Initiative, die ich gerade erwähnt habe, ist ein BERT, Business and Economic Research and Related Data, als neuer Teil der nationalen Forschungsdateninfrastruktur, ist ein Kooperationsprojekt der Universitäten Mannheim, München, Köln und Hamburg in Zusammenarbeit mit den Infrastrukturdienstleistungen ZBW, GESIS und Mannheim, sozusagen in der Federführung mit ganz vielen Partnern. Und wir hoffen, dass wir unseren Beitrag zu leisten können, dass sowohl Big Data als auch KI in der Zukunft in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften noch besser genutzt werden kann und wir nicht nur Transparenz dieser Algorithmen herstellen können, sondern auch sozusagen Sichtbarkeit und Nachnutzbarkeit. In diesem Sinne fasse ich zusammen. Ich hoffe, ich konnte hier vermitteln, dass KI den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften nicht nur neue Werkzeuge liefert, sondern auch ganz neue Phänomene kreiert, die es zu untersuchen und zumindest mal zu beobachten gilt. Dass die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlerinnen gefragt sind, um einen guten Umgang mit KI zu gestalten, auch vorwärtsschauend, sei es durch ihre Kenntnis über menschliches Entscheiden und die Untersuchung der Interaktion menschlichen Entscheidungen mit KI-Entscheidungen, durch ihre Kenntnis gesellschaftlicher Normen und der Veränderung dieser Normen oder auch ihren Blick für datengenerierenden Prozesse. Wichtig ist, dass das Ganze passiert vor einer Infrastrukturplattform, die wir weiter zusammen aufbauen müssen und möchten und möglicherweise auch ein paar Reformen im Datenschutzgesetz. In diesem Sinne freue ich mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Professor Kreuter, für diesen wahnsinnig spannenden Vortrag. Ich fand ihn unglaublich spannend. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer fanden ihn auch spannend. Es gibt auch eine Fülle von Fragen. Also wenn ich über die Fragen so drüber gehe, dann würde ich jetzt sagen, in meinem ersten Eindruck, es gibt eine ganz große Frage und es gibt viele kleine Fragen. Und die ganz große Frage, die müssen Sie auch gar nicht beantworten. Ich versuche die jetzt mal in meinen Worten zu formulieren. Wir sind doch gewohnt, die Entscheidung eben Subjekten oder Individuen zuzurechnen. Und was passiert eigentlich, wenn nicht mehr Subjekte, Individuen oder Menschen die Entscheider sind, sondern eben die KI oder bestimmte Algorithmen? Und diese Frage zersplittert sich wiederum in eine Fülle von Aspekten. Und das haben Sie auch heute aufgeworfen. Und dann muss man sagen, einen Vortrag in der Vorweihnachtszeit mit 2 Weihnachtsbuchtipps. Natürlich, das ist mir in Erinnerung geblieben, Weapons of Mass Destruction und diese Assonanz zu Weapons of Mass Destruction, also Massenvernichtung, die ist ja nun sicherlich gewollt und da ist ja auch die Masse drin, die Masse Big Data, also die Masse von Daten. Beginnen wir einfach mal von vorne. Unsere erste Frage betrifft das Google-Beispiel. Und das wäre in der Tat auch meine Frage gewesen, ob Sie noch etwas sagen könnten über die Algorithmen im Hintergrund, die vermutlich auch auf Nutzungsverhalten beruhen. Aber dann die Frage, was über dieses Nutzungsverhalten hinausgeht, also welche Intentionen beziehungsweise ein Zuseher oder eine Zuseherin fragt, werden durch die Normierung von Sollzuständen, und dann geht er auf dieses Beispiel University Professor, das Sie genannt haben, ein,
das Beispiel, das von einer Gender Balance ausgeht, die aber de facto nicht besteht, werden damit überhaupt erst gewünschte Ergebnisse erzielt? Genau, also das ist genau der Punkt, um den es geht. Bei beiden eigentlich. Ja? Also die Intention, eine Balance herzustellen, ist eine, um eben nicht historisch Bestehendes festzuschreiben oder zu verstärken, sondern einem gesellschaftlichen Trend gerecht zu werden. Aber man kann natürlich auch sagen, damit verändert man möglicherweise auch den Zustand der Gesellschaft. Und deswegen muss man sehr genau hinschauen, ja, was da passiert und wer trifft diese Entscheidungen, wie der Algorithmus gebaut ist und was der Algorithmus uns zeigt. Das ist auch einer der Kernaspekte in dem Buch der Cathy O'Neill, das Sie angesprochen hatten, Weapons of Mass Destruction. Die Sorge, dass, wenn es keine Feedback Loop gibt der Algorithmen, also wenn man nicht sozusagen die neuen Daten, die gesammelt werden, ja, irgendwie Bilder, die im letzten Jahr hochgestellt wurden von Professoren und Professorinnen, ja, immer wieder mit ins System nimmt und immer wieder lernen kann, dann hat der Algorithmus ja keine Chance zu lernen, wie sich die Gesellschaft verändert. Ja? Oder wenn, egal aus welchem historischen Zeitpunkt die Daten kommen, wenn das alles gleichgewichtig in den Algorithmus hineingeht, hat man auch keine Chance, diese Veränderung zu lernen. Ja? Und deswegen ist es wichtig, so eine Interaktion zwischen den Substanzwissenschaftlern und denen, die die Algorithmen bauen, damit man diese Prozesse mit erfassen kann. Darf ich ganz kurz nachhaken? Sie haben jetzt vom Lernen des Algorithmus gesprochen, ein Thema, das uns in dieser Vorlesungsreihe begleitet. Wenn man die Frage des Zusehers oder der Zuseherin noch mal zuspitzt, dann könnte man ja sagen, wird man nicht selber einem Lernprozess unterworfen, indem man solche Abfragen macht und dann diese Ergebnisse bekommt, die wiederum auf diesen Algorithmus beruhen, die selber lernen? Ja, genau. Das ist, diese Frage stellt sich ja ständig, ja, in allen Kontexten. Und wir hatten, vielleicht auch, hätte ich als Lektüre auch noch mit auf den Foliensatz werfen sollen, die Leopoldina hat eine Stellungnahme zur Digitalisierung und Demokratie vor kurzem veröffentlicht. Da ging diese Diskussion auch immer darum, nämlich wenn jetzt ein Algorithmus entscheidet, was ich an Nachrichten und News sehe, auf meinem Newsfeed in Social Media oder Videokanälen oder Ähnlichem, wie viel anders ist das gegenüber einer Redaktion, die in der Vergangenheit die Entscheidung getroffen hat, was bei der Zeitung berichtet wird und wie? Ja, also ich würde hier darauf antworten, sicherlich so, dass man auch lernt und dass dadurch, und deswegen ist dieses zweite Element für die Sozialwissenschaften so von Interesse, die KI wird uns verändern als Gesellschaft, da gibt es auch da eine Wechselwirkung. Aber es ist nicht so, dass es in der Vergangenheit neutral immer alle Informationen dieser Welt uns im O-Ton zur Verfügung standen, sondern es gab immer irgendwelche Mechanismen, die eine Auswahl treffen dessen, was wir sehen, das, was wir wahrnehmen. Und wenn es nur ist, die eigene, die Fähigkeiten, die eigene Kognition, wie viel kann man wahrnehmen oder nicht, oder welche Heuristiken hat man, wenn man etwas wahrnimmt und möglicherweise auch Heuristiken, die einen in die Irre führen. Ja? Also aber es ist sicherlich so, dass das genau der neue Gegenstand ist, um den man sich kümmern muss. Ja. Ich stelle mir jetzt mal einen Zuseher oder eine Zuseherin vor, die wenig Bereitschaft hat, sich auf unser Thema einzulassen. Also tatsächlich gibt es diesen Zuseher und diese Zuseherin gar nicht, denn wenn die Leute sich bei uns anmelden, dann haben sie schon ein Interesse. Aber ich stelle ihn mir jetzt mal vor, oder sie, und dann sagt er nach irgendeiner Vorlesung, die er jetzt bei uns hört, ja gut, das ist alles akademisch, das betrifft mich ja nicht. Nun, nach Ihrer Vorlesung besteht am wenigsten die Möglichkeit, eine solche Haltung zu beziehen, weil Ihr Vortrag ja nun mit einer Fülle von Beispielen aufwartet, die unser Leben betreffen und die unser Leben existenziell betreffen. Ich kann gar nicht mehr alle aufzählen, aber es macht ja einen Unterschied, ob ich ins Gefängnis muss oder ob ich zur Bewährung draußen bleiben kann und dann ganz anders sozial agieren muss. Es macht ja einen gewaltigen Unterschied, ob ich
von meinem Herkommen her, von meinem Auftreten her einen Kredit kriege oder ob ich keinen kriege, vielleicht für mein ganzes wirtschaftliches Existieren, für meine Firma und Ähnliches mehr. Das könnte ich jetzt fortsetzen. Jetzt könnten wir ja doch mal das umdrehen und könnten sagen, könnten wir eine Heuristik entwickeln. Wir müssten eigentlich nur das Leben von uns als Individuen durchgehen oder aber auch beispielsweise das Leben unserer Gesellschaft insgesamt sehen und müssten sagen, wo sind denn eigentlich die entscheidenden Entscheidungspunkte und müssten dann mal fragen, wo tut sich dann hier das Feld der KI auf. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es völlig egal, welche Richtung man einschlägt. Also überall, wo eine Entscheidung getroffen werden muss, die nun wirklich eine wesentliche Entscheidung ist, da kommt KI mit ins Spiel. Also so weit würde ich nicht gehen, dass das jetzt schon der Fall ist. Also ich würde Ihnen mitgehen, dass es sozusagen KI überall in unseren Lebensbereichen bereits stattfindet. Ja? Und also eine einfache Google-Suche, nicht nur Bilder, sondern auch Text, ja, da liegt KI zugrunde. Welche Informationen ich da sehe, Preise von in Lebensmittelläden sind mit Sicherheit entsprechend Daten und Algorithmen gesteuert. Alles, was auf den Handys passiert, also da gehe ich mit. Ich würde sagen, wir sind noch nicht an einer Situation, in der alle fundamentalen Entscheidungen, ja, wie werde ich aufgenommen in die Schule oder ja, in die Uni oder Ähnliches, KI-getrieben sind. So weit sind wir nicht. Und ich würde aber auch nicht sagen, so weit wollen wir nicht kommen. Es könnte ja sein, und ich hoffe, das ist rübergekommen, dass diese KI-Unterstützung bei den Entscheidungen die Situation verbessert und nicht verschlechtert. Weil was ist denn der Status quo? Der Status quo ist, derzeit sind es Menschen, Individuen, die auch nicht immer die perfekte Entscheidung treffen. Der Vorteil ist, wenn es jemanden gibt, der in Anführungszeichen oder die schlechte Entscheidungen trifft oder unfaire Entscheidungen trifft, dass das nicht skaliert. Dann sind da vielleicht 50, 100 Leute betroffen und nicht gleich 3.000 oder 30.000 oder 3 Millionen. Ja? Wenn das mal programmiert ist, hat man da weniger Einfluss. Deswegen muss man, also in den anderen Lectures wurde das ja auch schon angesprochen, es ist sehr wichtig, sozusagen Transparenz zu schaffen, was wird wann wie genutzt. Ja? Es ist wichtig, nachvollziehen zu können, welche Informationen gehen hier hinein. Es ist wichtig, diesen Dialog zu haben und einfach dieses Phänomen gut zu verstehen, ja? Damit wir dort, wo es schädigen könnte, vielleicht sagen, okay, hier wollen wir immer einen Menschen noch mit im Zyklus haben. Ja? So wie man in solchen Situationen ja auch in der Vergangenheit schon gesagt hat, vielleicht sollte das nicht eine Person allein entscheiden, sondern ein Gremium. Ja, also wir haben ja auch in der Vergangenheit Mechanismen gefunden, um dem vorzubeugen, dass unfaire Entscheidungen getroffen werden. Und das Gleiche wird in der Zukunft notwendig sein. Man muss sich nur gut überlegen, wie und mit diesem neuen Akteur KI dann umzugehen ist. Ja, wir werden in dieser Vorlesungsreihe auch noch Philosophen haben. Deswegen, liebe Zuschauer, also verfolgen Sie unsere Serie weiter. Vielleicht können wir die philosophische Sitzung, sie wird vor Weihnachten in Form eines Gesprächs stattfinden, ja heute schon ein bisschen antizipieren. Sie haben nämlich große Worte gelassen ausgesprochen, indem Sie in meinem Verständnis und auch in einer Reihe von Fragen kommt es zum Ausdruck, Subjektivität und Ineffizienz sehr eng miteinander gekoppelt haben. Also so wie wir landläufig Subjektivität verstehen, also das ist ja nur subjektiv, leuchtet das ja ein. Dahinter steckt aber dieser große philosophische Begriff des Subjekts. Also eine solche Zurechenbarkeit. Wir werden, wenn die Philosophen kommen, dann auch noch über die ethischen Aspekte sprechen. Das müssen wir jetzt in der Tat nicht tun. Ich glaube allerdings, diese Verbindung von Subjektivität und Ineffizienz, die hat bei Ihnen strukturelle Gründe. Also das Subjekt ist einfach begrenzt in der Möglichkeit, Erfahrungen auszuwerten, Daten überhaupt zu sammeln und diese zu evaluieren. Ist das ein richtiger Eindruck? Genau, das ist ein richtiger Eindruck und ich bin dankbar, dass Sie mich zunächst auf eine glatte Eisfläche geführt haben und dann gleich wieder davon weg, dass ich nicht mich aus dem Fenster lehne und philosophisch antworten muss. Das ist richtig. Ja? Diese Ineffizienz ist dem geschuldet, dass wir einfach als Menschen nur so viel bearbeiten können. Und bei gewissen Dingen, wie dieses Beispiel mit der Familienkasse zeigt, natürlich das zunächst und vielleicht für 95% der Fälle auch wirklich gut ist, wenn man das abgibt.
Ja? Und sagt hier, die Maschine kann das genauso gut lesen und entscheiden oder zumindest mal sehen. Aber es wird immer Grenzfälle geben. Es gibt ja immer Situationen, wo es so notwendig sein wird, dass ein Subjekt in dem Sinne noch mal drauf schaut, aber möglicherweise dann eben mit viel mehr Aufmerksamkeit. Ja? Also worum es mir geht, ist ein Gespür dafür zu entwickeln, dass eben bei vielen Fällen, gerade wenn ich Entscheidungen, also in der Medizin haben wir das auch gesehen, ja, da wurde ja diskutiert, sozusagen Röntgenbilder und Tuberkulose entdecken in Lungen und dass KI-Systeme das mittlerweile gut können. Ja. Wenn sozusagen die große Masse an Routineuntersuchungen weggearbeitet werden kann durch solche Assistenten, dann ist das ja zunächst mal super, weil dann mit viel Aufmerksamkeit auf die Grenzfälle geguckt werden kann. Ich denke, dass die in Anführungszeichen Unzulänglichkeiten des Subjekts, die wir nun mal mitbringen, ja, also eben auch immer was ist, was mitgedacht werden muss, im Guten wie im Schlechten. Ja. Also was man da skaliert, wenn man KI zum Einsatz bringt, ist eben eine Funktion auch dessen, was in der Vergangenheit entschieden wurde. Jetzt blicken wir noch mal, das ist eine Frage, auf die andere Seite. Also nicht nur das entscheidende Subjekt, sondern das Objekt, über das entschieden wird. Es ist ja verblüffend, also wie groß die Datenspur ist, die ich hinterlassen kann, wenn ich nur mein Handy entsprechend konfiguriere und anlasse. Es fragt nämlich jemand, wie viel Individualität, das lese ich jetzt vor, lassen die Daten dann noch zu? Kann es nicht passieren, dass bei zu engen Datenaggregationen individuelle Aspekte völlig in den Hintergrund geraten, beziehungsweise dadurch eventuell Fehlentscheidungen getroffen werden? Also vielleicht könnte man auch die Frage noch zuspitzen, bin ich die Summe all der Datenspuren, die ich hinterlasse? Ja, also wir sind ja hier an der Uni, ja? Kann ich ja mal ein Beispiel aus dem Wissenschaftskontext nehmen, um das zu erzählen. Wenn man dann irgendwie schon ein bisschen länger im Geschäft ist, wird man ja zunehmend in irgendwelche Gremien berufen, die Anträge beurteilen. Ja? Und die traurige Wahrheit ist, ja, dass häufig so ein Antrag, der über ein Jahr hinweg geschrieben wurde, mit viel Aufwand, vielleicht dann doch nur 5 Minuten zur Verfügung stehen, um zu diskutieren, ob dieser Antrag gefördert werden soll oder nicht. Ja? Da muss ich sagen, das ist bedauerlich und da ist schon jetzt, ohne dass da KI im Spiel ist, ja auch eine Selektion dessen, worauf man dann wirklich schaut, ja? Und was wirklich diskutiert wird. Und diese starke Aggregation findet eben jetzt auch schon häufig statt. Über Heuristiken, die wir haben, wenn wir die Welt wahrnehmen. Was der oder die Mitarbeiterin im Jobcenter wahrnimmt in der Person, die da vor ihm oder ihr sitzt. Und was dann der entscheidende Kriterium ist, ist möglicherweise auch nicht die Summe aller individuellen Merkmale, sondern der hervorstechende grau-rote Schlips. Ja? Und das ist was wir im Moment nicht sehen. Das ist auch eine Box jetzt schon. Ja? Und spannend ist zu fragen, geht das anders oder besser? Werden nicht vielleicht sogar mehr Teile von mir berücksichtigt, ja? Mehr individuelle Merkmale, wenn ich genügend Daten habe? Ja? Aber das ist eine Balance. Es ist wie bei jeder neuen Technologie, die erfunden wird. Ja? Man kann ein Messer verwenden, um super zu kochen oder jemanden umzubringen. Das ist inhärent, ja, einer neuen Technologie. Und deswegen müssen wir da alle, wie sagten das vorhin, eine Volluni, ja, viele Disziplinen, wir da alle gemeinsam an diesem Thema arbeiten. Und das nicht einfach nur sagen, okay, das betrifft Mathe, Statistik, Informatik, Fakultät 16 und das war's. Ja. Genau, das wollen wir ja auch mit dieser Vorlesungsreihe zeigen. Verlassen wir ganz kurz mal diese Hauptlinie der Fragen und arbeiten wir unsere Fragen nacheinander ab. Eine Frage, die jetzt einen ganz anderen Aspekt beleuchtet und die auch so schön eingeleitet ist. Deswegen lese ich sie ganz vor. Frau Professor Kreuter schreibt, eine Zuseherin oder ein Zuseher, vielen Dank für Ihren spannenden und informativen Vortrag. Meine Frage, Doppelpunkt. Welche Rolle spielen die Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Energiewende bei Ihrer Forschung, beziehungsweise inwieweit werden diese Themen bei Ihren Forschungen berücksichtigt? Okay, also
wirklich Verlassen der bisherigen Diskussionsspur. Das Erste, was mir hierzu einfällt, wo ich immer so im Hinterkopf ein bisschen schlechtes Gewissen habe, dass ich denke, diese ganzen rechenintensiven Sachen verbrauchen viel Energie. Das muss man sich auch klar machen. Ja? Also das ist auch nicht umsonst. Und bei dem, was an Rechenleistung hier notwendig ist, da gibt es schon einen Fußabdruck. Ja? Das ist ganz klar so. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt die Intention dieser Frage, sondern möglicherweise viel eher können wir damit besser Fortschritt machen im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Bei der Forschung, die ich selbst mache, in dem Sinne relevant, dass ich versuche, sozusagen die Datenräume zu erschließen, die Entscheidungen möglich machen für zum Beispiel nachhaltige Politik. Ja. Also wir haben viele Datensilos derzeit. Ja. Ich hatte diese Beispiele aus den USA erwähnt. Entgegen langläufiger Meinungen ist es nicht so, dass das alles in einen Pool läuft, sondern es gibt wirklich sehr strikte Gesetze, die das alles miteinander trennen. Und wir an vielen Stellen, denke ich, viel klüger entscheiden könnten, wenn wir die Daten gemeinsam nutzen können. Ja. Das, würde ich sagen, ist auf jeden Fall notwendig in dieser Richtung. Und das betrifft den Bereich Interaktion Menschen und Energie genauso oder Menschen und Mobilität genauso wie jetzt die Beispiele Arbeitsmarkt und Justiz, die ich gezeigt habe. Ich würde ganz gerne auf das große Thema Daten zu sprechen kommen, weil eine ganze Reihe von Fragen dieses Themenfeld betreffen. Es ist ja die Frage, ab wann eine Datenmenge, die ja über die Menge quantitativ charakterisiert ist, qualitativen Charakter bekommt. Und jemand fragt dann ein bisschen genauer nach, das lese ich vor, ich habe Ihrem Vortrag entnommen, dass KI zu einem gewissen Prozentsatz auch eine Frage der überlegten Sammlung dieser Daten ist, die dann Grundlage sind. Ich frage mich also, wer entscheidet, welche Daten werden am Ende die Grundlage für KI? Zum Beispiel, das ist vielleicht ein Nebenaspekt, stimmt es, dass Gesichtserkennung bei Weißen besser funktioniert als bei Afroamerikanern? Genau, ja. Also noch ja. Letztes Mal, als ich geguckt habe, ist das nach wie vor so, dass die weit verbreiteten Algorithmen, die für die Gesichtserkennung zuständig sind, tatsächlich da besser funktionieren. Wie ich vorhin sagte, das Spannungsfeld optimiert man sozusagen die Gesamt-False, Positive, False, Negativ-Rate oder optimiert man das für Subgruppen und kriegt man das gleich hin? Das ist eine Schwierigkeit. Die Systeme haben sich verbessert. Mir sind keine Gruppen bekannt, die bewusst hier nicht gute Systeme oder schlechte Systeme auf den Markt bringen, sondern es ist einfach häufig auch dem geschuldet, dass es eben nicht ausreichend Trainingsdaten gibt für alle Bereiche der Gesellschaft. Man hat das am Anfang gesehen bei den diversen IoT-Devices, die wir mit uns rumtragen für Schrittgeschwindigkeit messen und Ähnliches. Ja. Wenn das von Firmen entwickelt werden, in denen hauptsächlich junge Männer sind, die das Gerät testen können und die Daten zunächst mal einsammeln, dann muss man sich nicht wundern, dass das zunächst auch besonders gut funktioniert für diese Bevölkerungsgruppe. Jetzt habe ich den Faden verloren. Da war am Anfang, es war noch ein anderer Teil am Anfang der Frage. Helfen Sie mir noch mal auf die Sprünge. Genau. Es war die Frage nach der überlegten überlegte Datensammlung, ganz genau. Der Punkt, den ich da machen wollte, ist, auch das hat sich in meinen Augen zeigt sich nur jetzt stärker mit KI, aber ist ein Problem, was wir schon immer hatten. Ja? Seit ich die Welt beobachte und sicherlich auch schon früher, ist es so, dass wir verantwortungslos umgehen mit Daten, die wir sehen. Wenn wir Nachrichten lesen, gucken die wenigsten darauf, wie sind eigentlich die Daten entstanden. Ja, wenn ich in den Zeitungen lese, 43% der Bevölkerung denkt X, Y oder Z, dann steht oft in dem Artikel gar nicht, wie diese Daten erhoben wurden. Was war die Quelle? Ja, wie hatten alle aus der Bevölkerung eine Chance, Informationen zu dieser Frage zu geben? Oder ist es selektiv und hängt damit zusammen, ob man Zugang hat zum Internet oder nicht? Ja? Und wenn wir wirklich
Daten nutzen wollen für Politikentscheidungen, im Stichwort evidenzbasierte Politik, oder wenn wir Daten nutzen wollen für KI, dann müssen wir anfangen, mehr Aufmerksamkeit zu auf genau diesen Punkt. Ja? Welche Daten werden gesammelt? Von wem sind sie da? Wie gut sind sie? Messen sie überhaupt das, was wir messen wollen? Oder nicht? Ja? Aber also das ist kein neues Problem. Es ist eins, das wir schon immer hatten und das wir schon immer schlecht gelöst haben. Ja, und jemand schließt an mit seiner oder ihrer Frage: Was ist Ihre Haltung zum Thema Begründbarkeit von algorithmenbasierten Entscheidungen? Halten Sie es für vertretbar, im Kontext Arbeitsmarkt KI-Systeme einzusetzen, bei denen nicht nachvollziehbar ist, welche Kriterien Sie bei der Auswahl angewandt haben? Also diese Frage könnte man jetzt, glaube ich, für alle Beispiele, die Sie erwähnt haben, also im Justizbereich, glaube ich, auch in Anschlag bringen. Aber es ist eine Frage nach Ihrer Haltung und Einschätzung. Ja, genau. Also ich denke, vertretbar, das ist natürlich schon fast Vorspiel für die Philosophierunde dann später. Ne? In meinen Augen kommt es sehr darauf an, wie weitreichend ist die Entscheidung, die da getroffen wird. Ja? Und ist die Entscheidung eine, die sozusagen hilft? Und wenn ich nicht geholfen bekomme, bin ich im Status quo? Oder ist es eine, die schadet? Ja? Und dann muss ich sagen, ist natürlich das Risiko oder die Notwendigkeit der Begründbarkeit viel mehr gegeben bei einer Entscheidung, die schadet, gegenüber dem Status quo, als bei einer Entscheidung, die hilft. Aber das kommt sehr auf den Kontext drauf an. Ich glaube nicht, dass man das verallgemeinern kann. Wenn der KI-Algorithmus darüber entscheidet, welche Nachrichten ich sehe, dann könnte man sagen, ist eine niedrigschwellige Entscheidung, spielt vielleicht nicht so eine Rolle. Aber natürlich könnten andere sagen, naja, in der Fülle von Nachrichten immer sehen und später dann irgendwie dann Parteien wählen, ist auch das sehr relevant. Ja, also ich bin mir sicher, wenn Sie mit den Kollegen oder der Kolleginnen der Medienwissenschaften hier sprechen, dann würden die sagen, da muss man nachsteuern. Ja? Also generell ist das wünschenswert. Wir haben hier ist gerade eine Flasche umgefallen, deswegen habe ich das Gesicht so verzerrt. Wir haben sicherlich die Aufgabe, genau hinzuschauen, was können wir an Methodik entwickeln, dass es überhaupt möglich macht, diese Erklärungen zu geben. Also Erklärbarkeit, Frau Kotiniak hatte das, glaube ich, in der ersten Sitzung schon erklärt gehabt, ein Forschungsfeld von ihr, überhaupt nachvollziehen zu können, was sind die Hauptkriterien, Features, Variablen, wie auch immer man das nennen möchte, die in die Modelle mit hineingehen. Jetzt fragt noch jemand nach den unterschiedlichen, vielleicht kulturellen Kontexten. Die Frage lautet: Aus den Beispielen Justiz, Street Bump, wirkt es so, als ob im amerikanischen Kontext KI im Alltag bereits stärker genutzt würde. Teilen Sie diese Einschätzung und wenn ja, worin sehen Sie die Gründe? Also wem sollten wir diese Frage stellen, wenn nicht Ihnen? Ja, genau. Also die traurige Wahrheit ist, das liegt nur daran, dass ich dort die letzten 20 Jahre gelebt habe und natürlich die Beispiele dort besser kenne. Ich würde nicht wagen zu wollen, ja, wo findet das insgesamt mehr Einsatz oder nicht. Als Flagship der Digitalisierung wird immer Estland genannt. Dort ist auch in der öffentlichen Verwaltung schon viel, viel mehr KI im Einsatz. Wie sich das sozusagen in der Fülle aller für uns relevanten Dinge zeigt, da wage ich mich nicht, mich aus dem Fenster zu lehnen. Da habe ich keine vergleichenden Studien gemacht. Wie gesagt, in dem Fall lässt sich immer am besten über das reden, was man kennt. Und ich kenne den amerikanischen Kontext etwas besser. Ja, ich sehe an den Fragen, und das macht auch die heutige Diskussion so interessant. KI hat tatsächlich entweder, sagen wir, ein Provokationspotenzial oder ein Verunsicherungspotenzial, weil offensichtlich doch Konstituenten, also so wie wir uns und die Welt verstehen, naja, zumindest im Ansatz in Frage stellen kann. Ich will einfach mal die Fragen vorlesen. Wir haben jetzt schon über diese Fragen gesprochen, aber sie tauchen immer wieder auf, immer wieder auch in einer anderen Perspektivierung. Zum Beispiel: Automatisierte Entscheidungsprozesse entindividualisieren diese und setzen damit, in Klammern, menschliche Verantwortung außer Kraft.
Also soweit ist diese Frage ja sehr voraussetzungsreich formuliert, denn da kommt der Begriff des Individuums drin vor, der Begriff des Menschen und der Begriff der Verantwortung. Die Frage geht aber noch weiter. Sie kondensiert sozusagen in 3 Worten und die lauten: Wollen wir das? Ich würde sagen, wir wollen das, wenn wir insgesamt, also wenn wir sagen könnten oder feststellen, die Situation ist hinterher besser als vorher. Ja? Dann wollen wir das, weil wir ja insgesamt die Welt besser machen wollen. Also zumindest irgendwie in der Profession, in der wir sind, ja, ist das, glaube ich, schon ein starker Motivator. Ja? Also wenn wir das können und erreichen können, dann wollen wir das. Ja? Ob wir das schaffen, hängt davon ab, wie viel Mühe wir uns geben. Ja? Aber ich würde nicht sagen, es ist per se nicht möglich oder auf jeden Fall möglich, ja? Sondern es kommt darauf an, wie wir damit umgehen. Das ist nur dadurch, dass man, also dieser Stichwort Entindividualisierung will ich noch mal aufgreifen. Ich meine, Kreditvergabe, ja, Sie hatten das vorhin angesprochen. Es ist schon jetzt nicht so, ja, dass wenn ich einen Kredit möchte, ich mit einem Bankbeamten oder einer Bankbeamtin, Beamten sind das ja nicht unbedingt, aber halt, ja genau, also so lange spreche, bis die Person mich rundum kennt und wirklich gut einschätzen kann, ja, wie mein Kreditrisiko ist oder nicht. Ja. Also das ist einfach, also deswegen, ne, es ist immer wichtig zu gucken, was ist der Status quo? Haben wir den Eindruck, wir können das verbessern? Können wir fairer für alle werden? Ja? Also wenn zum Beispiel ich in der Situation bin, wo ich unfaire Entscheidungen im Moment habe, weil manche Leute eben studiert haben und sich gut ausdrücken können und alle überzeugen können, wenn sie mit ihnen reden und andere nicht, ja, aber vielleicht die anderen viel kreditwürdiger sind, dann könnte ja ein Algorithmus dieser Art da helfen. Ja. Also ich glaube nicht, dass man das per se sagen kann, aber die treibende Kraft sollte sein, ja, wir wollen das, wenn wir hinterher einen besseren Zustand 2 erreichen können, und wir wollen das nicht, wenn das nicht der Fall ist. Aber um zu wissen, in welche Richtung wir uns bewegen, müssen wir, und deswegen plädiere ich nochmal für die Interdisziplinarität, da gemeinsam drauf schauen. Die nächste Frage haben Sie jetzt schon beantwortet. Es ist im Grunde genommen noch mal dieselbe Frage, nur ein bisschen forcierter gestellt. Ich will sie aber vorlesen, weil wir keine Frage in der Reihenfolge, wie sie kommen, unter den Tisch fallen lassen. Höchstens, wenn dann die Zeit zu Ende ist. Die Frage lautet: Schafft eingesetzte KI nicht organisierte Verantwortungslosigkeit, indem sie als objektiv betrachtet wird? Ich glaube, Sie haben diese Frage schon beantwortet, aber interessant ist vielleicht doch der Punkt. Wo ist denn dann überhaupt noch der Punkt, wo wir Verantwortung ansetzen? Genau, also ich würde das, leider haben wir jetzt nicht hier noch die Juristen mit am Tisch, aber also ich denke, eine spannende Frage in der Zukunft wird sein, wer trägt die Verantwortung für einen Algorithmus? Ja? Ist das die Person, die den programmiert hat? Sind das die Personen, die durch ihr Verhalten die Trainingsdaten geliefert haben? Ist es das Unternehmen, das den Algorithmus hinterher einsetzt? Ja? Das sind in weiten Teilen noch ungeklärte Fragen. Es gibt ganz spannende Diskussionen auch auf EU-Ebene. Da ist viel passiert in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob der Video- oder die Lecture-Serie eine Linksammlung hat, aber da gibt es wirklich ganz tolle Sachen im Moment. Die Zeit hat nicht gereicht, um die mit in den Vortrag einzubauen. Aber das ist eine spannende Diskussion. Betrifft uns ja auch bei der Frage selbstfahrende Autos zum Beispiel. Ich habe mache seit 4 Jahren einen Podcast, digdeep.de, mit einem Kollegen aus der Automobilberatung ist, Christoph Horn. Und wir haben das dort in vielen Episoden diskutiert, ja, dass natürlich, wenn selbstfahrende Autos irgendwann lernen, sich selbstständig zu bewegen, die ja auch mit Daten gefüttert wurden, die sich aus dem Fahrverhalten ganz vieler zusammensetzen. Ja? Und wer hat dann nun die Verantwortung? Ja? Das die Autofirma, diejenigen, die die Software verkaufen, diejenigen, die vorher schlecht gefahren sind und den Algorithmus schlecht trainiert haben und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele spannende und ungelöste Fragen. Ja. Greifen wir noch mal eine kritische Frage auf. Jemand fragt:
auch nach Ihrer Einschätzung, gibt der Staat hier zu viel Kompetenz an große Technologiekonzerne ab? Ist die Nutzung zu sehr auf kommerzielle Verwertung ausgerichtet? Also das ist jetzt, glaube ich, auch die Frage der Machbarkeit solcher Untersuchungen der Akteure der Datensammlungen. Ja, also die Sorge ist schon immer da, ne? Dass man natürlich mehr machen kann, wenn man mehr Daten hat. Und große Industriekonzerne haben viele Daten. Ich glaube, deshalb sind so Initiativen wie die nationale Forschungsdateninfrastruktur ganz besonders bedeutsam, weil dort eben Datenschätze, die Industrieunternehmen nicht haben, ja, zum Beispiel die Digitalisierung der Verwaltungsdaten und entsprechende Nutzbarkeit, ganz anders nochmal Chancen eröffnen, vor allem für den gesellschaftlichen Bereich. Es gibt ein Wort, das ist auch öfter mal aufgetaucht. Ich habe es auch schon ein paar Mal genannt. Das ist die Frage nach der Transparenz. Also es gibt offensichtlich diese Furcht, dass der Mensch delegitimiert wird oder entmachtet wird durch Algorithmen. Und diese Furcht hat sozusagen noch eine Begleiterscheinung, und das ist die Furcht vor der Intransparenz. Ich lese einfach diese eine konkrete Frage vor. Zu welchem Ausmaß oder in welchem Ausmaß sind Entscheidungsregeln von Algorithmen, zum Beispiel, dann kommt Google, Justiz, Arbeitsmarkt, was Sie auch genannt haben, bereits heute transparent? Sollten sie Ihres Erachtens nach transparenter sein? Was wären Vor- und Nachteile? Also mehr Transparenz klingt zunächst mal immer gut, ja, ist nicht immer erreichbar. Herr Gigerenzer hat letzte Woche einen interessanten Vortrag gehalten, wo er dafür plädiert hat, gerade bei schwierigen Entscheidungen möglichst einfache Algorithmen zu nutzen, damit man eben diese Transparenz auch herstellen kann. Und dem ist viel abzugewinnen. Ich denke, da wird viel passieren in den nächsten Jahren, auch durch die Forschung, die hier an der LMU passiert, wie viel Transparenz wir herstellen können. Es ist bei denen, die das kommerziell betreiben, die Sorge, dass die Transparenz möglicherweise dazu führt, dass ökonomische Vorteile, die man hat, wenn der Algorithmus intransparent ist, nicht mehr realisiert werden können. Auch da, glaube ich, tut sich viel im Stichwort Open Source, auch bei Softwareentwicklung. Wage ich nicht zu prognostizieren, wie da die Reise hingeht, aber ich weiß, dass im Moment viel Forschung passiert, um diesen Teil etwas aufzubrechen. Sie haben jetzt gerade gesagt, dass viel Forschung passiert, und ich würde ganz gerne das als Schlussbemerkung unserer heutigen Vorlesung nehmen. Also Sie haben gezeigt, welche unglaubliche Fülle von Anwendungsfällen KI bietet. Wissenschaft ist sicherlich dazu da, solche Anwendungsfälle überhaupt erst zu eröffnen, aber sie ist auch dazu da, sie kritisch zu begleiten, genau diese Transparenz zu verschaffen, also uns die Möglichkeit zu geben, das überhaupt noch zu verstehen. Vielleicht sollten wir das auch noch mal ganz dick in unser Protokoll schreiben, in einer Zeit, in der Wissenschaftsfeindlichkeit in der Tat auch zu einer ernstzunehmenden und besorgniserregenden Tendenz wird. Also gerade wenn sich unsere Welt so verändert, wie Sie es auch heute an vielen, vielen Beispielen aufgezeigt haben, wird die Wissenschaft umso virulenter, umso wichtiger und damit auch Institutionen als Hort der freien Forschung und damit überhaupt erst der Möglichkeit einer kritischen Begleitung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ich möchte mich ganz herzlich für Ihren Vortrag bedanken, für diese unglaublich spannende Vorlesung, für die spannende Diskussion. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir Sie haben gewinnen können für diese Vorlesungsreihe. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich möchte auch Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, ganz, ganz herzlich danken, dass Sie wieder so treu zu uns gekommen sind. Wir hatten heute 500 Anmeldungen. Ich sage immer, wir müssen das auf unsere Präsenzuniversität projizieren. Stellen Sie sich mal vor, also da hätten wir schon die Reihe unserer größten Vorlesungsräume gut füllen können mit 500 Menschen. Ich danke Ihnen für die Diskussion, ich danke Ihnen für die vielen Fragen und entschuldige mich jetzt bei den letzten Fragestellern, deren Fragen jetzt aufgrund von Zeitgründen nicht mehr zum Zuge gekommen sind. Ja, in 14 Tagen machen wir weiter. Am 30. November, wieder um 18 Uhr, können Sie sich einklinken bei uns. Dann wird Professor Dr. Enrique Jiménez uns
in das Altertum entführen. Er ist Professor für altorientalische Literaturen am Institut für Assyriologie und Hethitologie an der Fakultät für Kulturwissenschaften der LMU, und er wird sprechen über die Rekonstruktion von Meisterwerken altorientalischer Literatur durch den Einsatz von KI. Ein ganz anderes Feld, aber immer noch KI und hochgradig spannend. Eine Registrierung ist ab sofort möglich. Diejenigen, die uns schon länger begleiten, kennen das. Und der letzte Hinweis: Wir freuen uns immer über Ihr Feedback. Wir haben auch bei den vergangenen 2 Vorlesungen von Ihnen wertvolles Feedback bekommen. Und auch heute wieder der Hinweis um unsere Online-Umfrage. Entweder bei der folgenden Folie, die Sie jetzt gleich nach mir sehen werden, zum Abspann, über den QR-Code können Sie sich bei dieser Online-Umfrage einklinken. Oder aber Sie können auf den Link klicken, den Sie jetzt gleich im Chat sehen werden. Also nochmal herzlichen Dank an Sie alle und dann bis in 2 Wochen. Auf Wiedersehen. Bleiben Sie gesund.